Wir biegen ein auf die Zielgerade unserer ersten Saison mit Heidenheim. Wir werden heute nochmal 3 Spiele machen und dann im nächsten Part die letzten beiden Spiele und so ein bisschen Saisonabschluss. Ich glaube, das war auch der Vorschlag eines Zuschauers. Dem werde ich auch, glaube ich, da werde ich mitgehen. Und ihr seht, die letzten Spiele waren leider nicht so erfolgreich. Nachdem wir jetzt hier 3 Spiele mal gewonnen haben, Niederlage gegen Frankfurt, dann nochmal gegen Augsburg gewonnen, aber wir sind seit 4 Spielen ohne Sieg. Jetzt haben wir Leipzig, Darmstadt und Mainz. Also gerade aus diesen beiden Spielen erhoffe ich mir zumindest mal einen Sieg gegen Darmstadt, Mainz, weiß ich nicht, oder umgekehrt, ist ja auch egal. Leipzig, da erwarte ich halt auch nichts. Und dann nochmal gegen Freiburg und gegen Köln. Wir sind noch nicht sicher gerettet, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, dass wir die Klasse halten. Wir haben jetzt noch ein Spiel weniger gegenüber Bremen. Die dürften ihre Spiele oder ihr Spiel verloren haben gegen Stuttgart, genau. Das heißt, es ist gerade jetzt eine große Gelegenheit, doch nochmal den Klassenerhalt so früh wie es geht festzumachen, was ja völliger Wahnsinn ist mit Heidenheim. Hätte ich wirklich nicht gedacht. So, Jeremy Duziak für Schnellhardt. Kontrolliert defensiv. Ja, gegen Leipzig, wie gesagt, das ist gegen die großen Teams. Da kannst du meistens nichts machen gegen Heidenheim oder mit Heidenheim. Da kannst du nur versuchen, möglichst halbwegs hier mitzuhalten. Das Ganze so glimpflich ablaufen zu lassen, wie es geht. Aber vielleicht fällt ja doch mal irgendeiner vom Laster, wie ich ja so gerne sage. Heute gegen Leipzig die ganze 7 Mal wechseln. Sehe ich das richtig? Ja, 7 Mal. Denken sich auch, komm, ist ja nur Heidenheim. Aber wir sind mal gespannt. Wir haben auch gegen Leverkusen gewonnen, womit ich nicht gerechnet hätte. Also wir haben schon einige Überraschungssiege hier gelandet. Aber auch natürlich einige Niederlagen, die waren natürlich auch so nicht eingeplant, wie in Bochum zum Beispiel, wo wir dann verloren haben. Das war jetzt so das jüngste Ergebnis, an was ich mich erinnern kann. Gut, aber wenn es am Ende für den Klassenerhalt reicht, bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch 1, 2 Transferanfragen nochmal gemacht. Ich habe es dann doch mal wieder gewagt, weil irgendwann muss man sich ja damit beschäftigen. Habe wieder ein paar Transfers aufgeschoben. Ich glaube sogar Tim Lemperle vom 1. FC Köln, den haben wir uns verpflichtet. Dafür hatten wir die Kohle da. Muss ich nach dem Spiel mal gucken. Das wäre halt einer für die Offensive für nächstes Jahr. Man weiß ja nicht, was passiert mit Piringer, was passiert mit Kleindienst, wenn die großen Angebote kommen aus England zum Beispiel, ne? Oder da irgendein Verein viel Geld auf den Tisch legt, dann muss man das natürlich als Heidenheim machen. Das kannst du halt nicht ablehnen. Und jetzt gucken wir mal gerade, was hier gegen Leipzig läuft. Die ersten Minuten sind eigentlich, ja, ganz gut, wollte ich sagen. Müller zum ersten Mal da. Das wird wieder so ein Ding wie gegen Bayern. Also befürchte ich halt, ne? Die sind im 4-2-2-2 unterwegs. Und wenn die nur halbwegs so viel Bock haben wie die Bayern, dann wird es halt hier auch wieder eine hohe Klatsche. Aber vielleicht wehren wir uns auch einfach mal ein bisschen mehr. Dann ist auch hier ein Remis auf jeden Fall drin. Ich meine, es gab auch andere Mannschaften, die hier gepunktet haben gegen Leipzig. Warum sollen wir das nicht auch schaffen? Aber wenn das halt schon so losgeht hier, dann sehe ich da auch heute wenig Chancen. Hier 2 Schüsse schon aufs Tor, 4 Schüsse von Leipzig. Aber egal, die Mannschaft mit den meisten Schüssen gewinnt ja nicht immer. Gerade heute wäre das doch mal eine gute Gelegenheit, doch nochmal einen Sieg zu holen. Oder zumindest einen Unentschieden, ja, das wäre sehr überragend, wenn das hier irgendwie klappen würde. Also es gibt nicht so viele Highlights wie gegen Bayern. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber bislang halten wir die 0 nach einer halben Stunde. Ja, aber die kommen schon wieder hier mit Raum. Baumgartner, kein Abseits. Wahrscheinlich schon wieder Müller. Der braucht natürlich heute auch einen überragenden Tag. Der muss alles rausfischen. Selbst die Unhaltbaren. Selbst die muss er halten. Und vorne muss halt irgendwann mal Kozuki oder Piringer nur einen Angriff. Wir müssen ja nur einen Angriff gut zu Ende spielen. Wir können ja Müller mal loben. So ganz vorsichtig. So, mal loben für seine gute Leistung bislang. Jetzt haben wir mal eine Ecke über Beste und wir sind doch gefährlich nach Standards. Und da ist genau der Marvin Piringer, von dem ich gerade gesprochen habe. Es muss ja nur eine Aktion sein. Es muss ja nur eine Aktion sein, wo wir uns dann die Führung herausspielen. Da geht ja auch gar keine mit hoch, ne? Und jetzt heißt es verteidigen. Über die letzten oder über die noch bevorstehenden 56 Minuten. Ja, plus Nachspielzeit. Aber wir führen erstmal. Das ist auch wieder etwas, womit man auch nicht rechnen konnte. Ja, aber es ist dann umso schöner, wenn es dann halt auch passiert. Aber, Leipzig kommt direkt wieder mit Czesko. Ne, mit Czesko? Spricht man den so aus? Naja, ihr wisst ja, wie er heißt. So, was macht jetzt die Führung mit uns?
mit dem Spiel generell. Wir kommen schon wieder über Beste. Ja, auch wenn der jetzt 10 Meter nach oben geht. Jeder Angriff, der weit weg von unserem Tor ist, das ist gut. Standards herausholen, weil so können die Leipziger nicht treffen, ne? Wenn man selber in Ballbesitz ist. Gibt auch wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Und Kozuki kommt hier. Der wird uns natürlich auch wieder verlassen. Der ist auch nur geliehen. Achtung, wieder Piringer. Dann brauchen wir wieder für die rechte Seite einen. Das könnte zum Beispiel Lemperle dann übernehmen. Also wenn der wirklich fest zu uns kommt. Momentan habe ich zwar die Nachricht bekommen, das hat alles funktioniert, aber ich musste auch schon oftmals Transfers nochmal aufschieben, eine Woche, weil das Geld halt nicht da war. Aber wenn Lemperle wirklich wechseln sollte, wäre das theoretisch der Kozuki-Ersatz für die rechte Seite. So, wir machen das gut. Hängt euch weiter rein bis zum Abpfiff. Ja, Leipziger wechseln glatt 3-mal. Die können halt noch einen Kevin Kampel bringen, einen Yusuf Pausen und noch irgendeiner von der Bank. Das haben wir halt nicht. Dafür sind wir halt auch Heidenheim und machen das richtig, richtig stark. Beste mit dem Kopf. David Raum auch mit einer gelben Karte. Ja, warum nicht? Und wir können sogar, das fällt mir jetzt erst auf, wir können auch ins Meisterschaftsrennen aktiv mit eingreifen. Leipzig Tabellenführer, Bayern Zweiter. Die gucken natürlich auch drauf, was wir hier machen. Also wir könnten quasi hier den Bayern die Meisterschaft schenken, was ich natürlich viel lieber sehen würde, als wenn Leipzig das Ding hier gewinnt. Dann noch lieber 10 Jahre lang die Bayern, anstatt einmal Leipzig. Meine Meinung. Ich denke mal, da gehen 90% der Leute mit. Gibt immer einen kleinen Teil, der das nicht so sieht, aber gut, man kann es nicht jedem recht machen. So ist das nun mal. Aber Piringer ist wieder da. Schade. Jetzt überlegt euch mal, wir hätten noch einen Tim Kleindienst vorne. Der ist nochmal 10 cm größer als Piringer. Beste wieder mit der Ecke. Ja, ich glaube, der hat die meisten Vorlagen mit auch in der Bundesliga-Saison hier gegeben. Die bringen auch einen Velasco rein für Openda. Also die holen jetzt hier alle Kohlen aus dem Feuer. Und die Zeit läuft weiter für uns. 63. Minute. Spielen das natürlich überragend hinten raus, aber Mainka ist da. Wir verteidigen alles weg. Und es sieht auf jeden Fall besser aus als gegen die Bayern. Pausen, ja gut, da ist Müller. Drischt wieder nach vorne. Das sieht jetzt aus wie Kreisklasse hier so ein bisschen. Achtung, oh, was macht der Gulaschi? Piringer! Spitzer Winkel! Oh, ne. Was war das denn? Also, das hatten wir ja auch noch nicht. Eine kuriose Aktion. Einfach mal ein langer Ball nach vorne. Gulaschi wirft sich irgendwie auf den Boden, keine Ahnung. Und dann ist Piringer frei. Und dann verpasst er das 2-0. Und im selben Moment oder ein paar Sekunden später dann Pausen mit dem Ausgleich. Das ist halt bitter, ne? Auf der einen Seite die Chance aufs Zweite und hier kassierst du dann. Gut, das überspringen wir mal jetzt. Ich wollte gerade noch wechseln. Hier waren gerade Wechsel angezeigt. Die kann ich jetzt natürlich wieder nicht machen, weil ich nicht in dieses Feed reinkomme. Das ist echt zum Mäusemelken, wirklich. Ich verstehe das auch nicht. Machen wir hier abbrechen, dass wir hier das wieder sehen. Ich verstehe nicht, warum ich nicht in diesen Trainer-Feed rein kann. Müssen wir halt warten. So, aber Piringer ist wieder da. Schade, der hat so viel Kopfballchancen jetzt schon. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt lasse ich erstmal hier anhalten. Traoré für Busch. So, haben wir noch hier irgendwie, was ich verpasst habe? Normalerweise könnte das auch unser Co-Trainer übernehmen. Aber ihr seht, im Vergleich zur ersten Halbzeit sind wir deutlich besser. Ja, wir haben jetzt auch mehr Schüsse oder 8:8 Schüsse. Wir haben uns auf jeden Fall gesteigert. Deswegen ist das Gegentor doppelt bitter. Und wir hatten ja die Chance aufs Zweite, ne? Was wäre jetzt gewesen, wenn der Kleindienst da gewesen wäre? Ist immer leichter gesagt hinterher. Es sieht so aus, als würden sie versuchen, unsere Verteidigung auszudribbeln. Ah, warte, halt. Stopp, dann machen wir nochmal 2 Wechsel. Hofmeier und, wen hatten wir noch hier? Florian Pick für Jan-Niklas Beste. Gucken wir nochmal, was da läuft für die Außenbahn. Aber ein Unentschieden wäre gut. Ja, dann wären wir einen Punkt näher dran am Klassenerhalt. Hätten dann einen Punkt mehr als Bremen, da müssen wir jetzt drauf gucken. Oder vielleicht kommt ja nochmal so eine Chance. Mainka. Ich glaube, da war in die Latte. Das hat er sich so angehört, Kozuki. Und wieder Piringer. Gibt's ja gar nicht. Wie viele Kopfballchancen der heute schon gehabt hat. Wahnsinn. Aber, wie gesagt, das ist das beste Spiel so gegen die Top 3, Top 4 Mannschaften. Sieht man jetzt ja auch im Matchmomentum. Da haben wir eigentlich das Momentum gerade auf unserer Seite. Ja, aber Vorsicht. Leipzig vorne. Yusuf Pausen, der muss auch nur einen Ball kriegen. Ja, Florian Pick, guck mal, der läuft sich die Lunge aus dem Leib. Gute Flanke. Wo ist Piringer? Schade. Hoch und weit gibt Sicherheit. Ja, der lange Hafer jetzt. Muss es dann auch mal sein.
Aber Leipzig, die werden wahrscheinlich noch ein Tor machen. Da ist es! Mit Ansage, Alan Velasco. Schade, das ist halt... Das, wenn du vorne die wenigen Chancen, die du hast, halt auch nicht nutzt. Dafür reicht halt die Qualität leider nicht. Und dann kommt Leipzig mit einem langen Ball. Zack, in der Mitte steht Mainka dann auch irgendwie nicht gut zum Ball. Und Müller kann den auch nicht halten. Schade, schade, schade. Aber wir waren nah dran. Wenn jetzt nicht noch was Außergewöhnliches passiert, ist er noch nicht vorbei. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas passiert. Wir bringen nochmal den Kühlwetter rein. Aber ihr seht, wir sind schon 4 Minuten über der Nachspielzeit. Oder 4 Minuten Nachspielzeit sind vorbei. So muss man das sagen. Und dann geht leider die Niederlagenserie weiter. Schade. Zum falschen Zeitpunkt der Saison haben wir uns diese Niederlagenserie hier eingeheimst. Schade. Es wären, glaube ich, nach oben auch noch ein bisschen mehr gegangen, wenn wir denn... Ne, aber das ist jetzt ja alles Träumerei. Mein Gott, wir stehen immer noch gut da. Wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Ihr habt euch heute selbst übertroffen und das ist alles, worum ich gebeten habe. Ich bin stolz auf euren Einsatz. Das tickt ein bisschen realistischer. Also ich meine, ich gehe ja nicht mit der Einstellung rein, das Spiel hier verlieren zu wollen. Also... So sehe ich das. So, wir haben jetzt ganze 8 Punkte Vorsprung bei noch 12 zu vergebenen Punkten. Also es müsste schon sehr, sehr viel mit dem Teufel zugehen, dass wir das nicht schaffen. Und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, wir werden uns wahrscheinlich irgendwie hier zwischen Platz 10 und 14 wiederfinden. Und das ist auch gut so. Ich gehe gerade nochmal den Posteingang, dass ich euch das vielleicht nochmal zeigen kann. Mit dem Transfer. Wo war er denn? Und zwar hatte ich, wo waren wir denn hier? Lemperle bestätigt Wechsel zu Heidenheim. Hört sich ja erstmal so an, ja, als dass er sicher zu uns wechselt. Und dann würde halt Lemperle entweder auf der rechten Seite, was halt seine Idealposition ist, also das, was zurzeit Kozuki spielt, oder halt links oder im schlimmsten Fall auch vorne. Also er kann vorne spielen und auch auf der rechten Seite. Und hier, der Scout-Bericht, das wäre eine super Verpflichtung für die Zukunft. Und so Transfers müssen wir halt auch im Sommer irgendwie tätigen. Bis dahin schauen wir nochmal, was geht. Und ich spule vor bis zum Spiel gegen Darmstadt und dann werden wir hoffentlich mal wieder einen Sieg sehen. So, Freunde der Nacht, die Hoffnung ist groß, dass wir heute mal wieder einen Sieg erlangen nach 4 oder 5 Spielen in Folge. Darmstadt, letzter, ist das leichteste Spiel eigentlich der Saison mit ein bisschen Augenzwinkern. Wird mir jetzt wahrscheinlich jeder Trainer zustimmen, dass so Spiele gegen Tabellenletzte immer am schwierigsten zu bespielen ist. Wieder mit vorne Piringer, Beste, Tomalla, mit dem ich auch so ein bisschen ins Gespräch gegangen bin, bisschen kritisch beäugt habe. Der hat mir aber zugestimmt, dass er sich verbessern will und so weiter und so fort. Bei Ehren Dingshi, da läuft der Leihvertrag natürlich aus. Den bekomme ich bislang nicht verlängert oder halt nicht gekauft. Vielleicht, wenn ich das Geld habe, kann man da vielleicht nochmal eine Kaufoption oder eine Kaufanfrage starten. Hier, Jerome Boateng, das ist irgendwie ein Fiebertraum, dass der bei Darmstadt unter Vertrag steht. Aber war halt, glaube ich, vertragslos, ne? Habe ich halt leider nicht gesehen. So, wir haben es satt, schlechte Ergebnisse zu erzielen. Geht raus, ändert das und zwar ab sofort. So, jetzt. Ich glaube, das ist das entscheidende Spiel. Wenn wir das hier gewinnen sollten, dann gehe ich fest von aus, dass wir die Klasse halten. Ja, fernab von dem, was Bremen macht. Aber das müssen wir halt auch gewinnen, ne? Also ich meine, bei allem Respekt gegenüber Darmstadt. Das Spiel in der Hinrunde haben wir auch gewonnen, 4:2. Aber es wäre halt einfach nochmal schön. Fürs Gefühl, ja, dass man mal wieder weiß, wie es ist zu gewinnen. Und weil ich auch denke, dass wir von der Qualität her auch stärker sind als Darmstadt. Also die beiden Aufsteiger hier, da sind wir auf jeden Fall besser weggekommen. Viel, viel besser. Und ist halt auch spannend, was dann im Sommer passiert. Nach wie vor, da schiele ich immer schon so ein bisschen drauf. Wer verlässt uns? Wen verpflichten wir uns? Wie viel Geld haben wir auch zur Verfügung? Das ist natürlich die Frage, ne? Wenn wir auch da nicht das große Geld zur Verfügung haben, dann müssen wir auch wieder uns was einfallen lassen. Aber das ist dann halt auch eine Herausforderung. Und es kann ja auch Spaß machen, dann irgendwelche Spieler zu finden, die man noch nicht auf dem Zettel hat, die dann aber gut werden. Ja, und auch Leute aus der Jugend hochzuholen. Also bei der U19, da schaue ich dann auch nochmal genauer vorbei. Da sind auch 2, 3 Spieler, die man auf jeden Fall hochziehen könnte. Im besten Fall. Jetzt macht Niklas Beste erstmal einen Alleingang. Kozuki, ja, nächster oder erster Schuss. Die pure Qualität von Jan-Niklas Beste, die auch wieder mit einer Fünferkette. Und jetzt Busch mit dem Freistoß. Mainka ist da auch wieder drüber. Ich glaube, wenn hier mal ein Tor fällt, dann platzt hoffentlich der Knoten. Also bei uns hoffe ich, nicht bei den anderen. Es gibt schon auf jeden Fall mal mehr Zug nach vorne. Und die Darmstädter stehen sehr, sehr defensiv. Guck mal, wo die Fünferreihe von denen steht. Die starten gerade auf Höhe des Fünfers. Also ihr seht, wie die sich hinten einigeln. Aber Piringer findet die Lücke.
Und bringt uns in Führung. Sehr, sehr schön. Sehr guter Ersatz von Kleindienst. Muss er. Also er muss ja. Ist ja sein Job, vorne Tore zu schießen, aber macht er sehr, sehr schön hier. Busch, schöne Flanke, da liegt Schnee drauf und dann Pieringer gegen 2 Mann an Schuhen vorbei und dann senden wir direkt Grüße nach Darmstadt. Ich glaube, die gehen wieder runter. Also was heißt, ich glaube, die gehen runter. Das ist rechnerisch schon fast gar nicht mehr möglich, dass sie nicht absteigen. Das hat halt leider nicht sollen sein. Vielleicht ist ja auch bei Darmstadt der ein oder andere dabei. Ein Pfeiffer vorne zum Beispiel, der ist groß gewachsen. So als spontane Idee. Also ich hoffe jetzt nicht, ohne jetzt respektlos zu klingen gegenüber Pfeiffer, dass wir ihn verpflichten, sondern dass wir in das ein oder andere höhere Regal greifen können. Aber schauen wir mal, was wird, ne? Sagen wir ja so schön. Da ist er, Pfeiffer. Hat mich gehört gerade. Der macht jetzt nicht unbedingt den Ausgleich. Hier, Matchmomentum ist jetzt bei Darmstadt so ein bisschen. Anfangs eher bei uns, dann bei Darmstadt. Ich glaube, die Führung geht in Ordnung. Ja, ist okay. Ich denke, wir machen das gut. Wir können aber noch einen Gang zulegen, um dieses Spiel in die eigene Hände zu nehmen. Also, leg nochmal einen 6., 7. Gang ein. Wenn wir einen haben. Jetzt kommt Wilhelmsson. Den hatte ich auch unter anderem in dem Scouting-Bericht mit dabei. War auch eine Option. Ah, Busch, Tomalla. Warte mal kurz. Nee, Ecke. Ja, auch nicht schlecht. Direkt nach der Halbzeit das zweite Ding nachlegen. Da ist Weinka. Wird leider nichts raus. Aber jetzt muss es darf nur in eine Richtung gehen. Aus meiner Sicht. Von links nach rechts. Aber Duziak verliert den Ball. So, jetzt geht es wahrscheinlich schnell bei Darmstadt. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das hätten andere Mannschaften ganz anders ausgespielt. Beste. Ja. Das zum Thema. Ah, geil. Ball gegen die Eckfahne. Auch nicht schlecht. Ja, das zum Thema. Ein bisschen zielstrebiger zum Tor. Beste ist wieder da. So, Darmstadt ist wirklich, wirklich schwach. Also seid mir da nicht böse, ey. Ja, das Spiel müssen wir heute gewinnen. Also, wenn wir das nicht gewinnen, dann gewinnen wir auch gar kein Spiel mehr irgendwie. Beste ist da. Oh, gegen die Latte. Aber es geht weiter. Gibt es noch einen Freistoß? Nürnberger brachte ihn zu Fall. Ein Nürnberger, der bei Darmstadt spielt. Schöner Wortwitz. Aber es sieht sehr gut aus. Ja, es ist zwar immer noch ausgeglichen. Momentan sind wir wieder ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Mainka, nee. Oder? Aber es gibt Strafstoß. Vielleicht. Mal gucken. VAR schaltet sich bestimmt ein. Habe ich jetzt auch wieder nichts gesehen. Martin Pedersen. Ja, Elfmeter wird gegeben. Schade, dass man den nicht nochmal sieht. Also das in der Wiederholung. Ist ja egal. Hauptsache Beste macht den rein. Und der macht den. Jawohl. 2-0. 6. Tor. Also es sieht ganz danach aus, dass wir nach 5 Spielen ohne Sieg mal wieder ein Spiel gewinnen. Schön platziert ins Eck. Da war Schuhen zwar, aber keine Chance. Aber das Foul habe ich auch wieder nicht gesehen. Na gut, was willst du machen? Traoré nochmal rein. Der müsste halt auch öfter spielen. Der ist auch Nationalspieler von Togo. Aber hat ja nichts zu heißen, ne? Wenn Busch da stärker ist. Florian Pick rein. Und vorne halt. Mensch, ich wollte doch wechseln. Lass mich doch wechseln. Gibt's doch gar nicht. Ja, also das werden wir gewinnen. Da gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Wir sind richtig, richtig stark in der zweiten Halbzeit. Die spielüberlegendere Mannschaft. Ja, und von Darmstadt, da kommt halt einfach nichts. Also die gehen wieder runter. Ich glaube, das müsste so gut wie der Klassenerhalt sein bei uns. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Also ich hätte echt gedacht, wir werden ein bisschen mehr Struggle haben. Warte mal, Tomalla nochmal mit einer Chance? Nee. Aber wir waren ja von Beginn an, wir hatten einen guten Saisonstart und dann haben wir uns die Punkte hier und da mal erhascht. Und hatten eigentlich nie was mit dem Abstieg zu tun. Ne? Also wir waren nie irgendwie mal ganz unten, so 17., 18. Wir waren dann immer so zwischen Platz 7 war, glaube ich, unsere beste und auch mal Platz 11, 12. Ja, also die Mannschaft hat gezeigt, sie hat Qualität und die wird hoffentlich verstärkt im Sommer. Und es ist soweit. Also mal wieder ein Sieg nach 5 Spielen in Folge, glaube ich, die wir nicht gewonnen haben. Wir haben heute Abend das Ergebnis erzielt, das wir holen wollten. Gute Arbeit, das gibt auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und mit Blick auf die Tabelle sehen wir haben ja vorgelegt. Wir hatten den Auftakt, Freitagsspiel. Und wenn Bremen jetzt nicht gewinnen sollte, dann haben wir den Klassenerhalt. Rechnerisch, ne? Wenn sie einen Punkt holen, sind es 10 Punkte. Jetzt sind es 11 Punkte. Okay, wenn Bremen nicht gewinnen sollte, also Bremen muss gewinnen, damit wir nicht den Klassenerhalt sicher haben. Und deswegen hoffen wir jetzt auf die Mannschaft, die gegen Bremen spielt, wer auch immer das ist und wer auch immer das schafft,
Die haben auf jeden Fall bei uns was gut. Und zwar gegen Augsburg, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gerade gesehen habe, haben die schon gespielt? Nee. Schauen wir mal kurz drauf hier. Terminplan. Na, hier Wettbewerbe Bundesliga. Gegen wen spielt denn Bremen? Augsburg. Also wenn Augsburg gewinnen sollte gegen Bremen, dann haben wir den Klassenerhalt. Rechnerisch auch schon sicher. Und dann sind die letzten beiden Spiele einfach nur noch Bonus. Heidenheim unentschieden. Da sind, wie gesagt, auch ein paar sehr, sehr interessante Leute mit dabei. Vor allem der eine Innenverteidiger, der Öztürk oder wie er heißt, der ist auch richtig stark. Den werde ich auch versuchen, mal dann hochzuholen in die erste Mannschaft. So, ist natürlich blöd, wenn jetzt das Freitagsspiel ist, musst du noch Ewigkeiten warten hier. So, und das habe ich halt hier auch öfter, ne? Oskar Wilhelmsson, da bin ich halt auch am Überlegen, ob ich den überhaupt verpflichten soll. Steht, wäre eine großartige Verpflichtung für die Zukunft. Der hat mich jetzt nicht so überrascht, aber ihr seht, der hat natürlich auch in FIFA würde man sagen, eine Preisrange von 650.000 bis 4,8 Millionen. Also da kann der Preis irgendwo dazwischen liegen, aber der hat natürlich auch nicht so gute Werte, ne? Ich schiebe den jetzt erst nochmal auf, mal gucken. Ja, und Augsburg gewinnt gegen Bremen. Das heißt, also rechnerisch sehen wir hier, wir haben den Klassenerhalt. 11 Punkte Vorsprung vor Bremen, das reicht. Wahnsinn. Saisonziel erreicht. Also wir können planen für die nächste Saison. Erste Liga, jetzt die Spiele, die jetzt noch kommen, das ist Bonus. Richtig, richtig stark. Also Ziel erreicht, perfekt. Wir werden also weiterhin auch Trainer bleiben, gehe ich von aus. Das war immer so meine größte Sorge. Was ist, wenn wir die Saison wirklich nicht stark spielen? Wenn wir wirklich mal verkacken sollten und unten irgendwie drin stehen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Injektion geben, Ausfall 4 bis 7 Tage. Ja, überlassen wir den Physios. So. Dann spule ich nochmal vor bis zum letzten Spiel des heutigen Parts. Und zwar gegen Mainz. Vielleicht können wir uns ja da auch hier, das ist schön zu sehen. 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Davon 4 Niederlagen, ein Unentschieden, jetzt mal wieder ein Sieg. Und gerade mit diesem Sieg den Klassenerhalt gesichert. Das ist natürlich überragend. Und genau, wir gucken nochmal, was gegen Mainz geht. Und dann wollen wir auch den Part dann bald abschließen. Dann kommt es jetzt nochmal zum Nachbarschaftsduell, zumindest in der Tabelle hier. Mainz-Heidenheim, 9. gegen 10. Vielleicht können wir ja den Schwung aus dem Darmstadt-Sieg mitnehmen. Oben die Meisterschaft, die wird sich wahrscheinlich leider Richtung Leipzig entscheiden. Schade. Also müssen wir die Saison leider annullieren. Die hat es leider nie gegeben. Wenn es denn so kommen sollte. Ein bisschen gewechselt haben wir auch. Und zwar unter anderem, ja genau, hier Traoré ist ja drinne. Dann Florian Pick, linke Seite, Duziak links, Schnellhardt. Ich glaube, es ist halt einfach nochmal ein bisschen durchwechseln. Oder die Leute, die halt fit sind. Und wir können es ja jetzt eh machen. Weil wir sind gerettet. Wir können nicht mehr absteigen. Die nächsten beiden Spiele dann im letzten Part, die sind dann einfach nochmal Bonus. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Saisonabschluss. Gucken mal, wie viel Geld wir haben dann für die nächste Saison und können dann vielleicht schon mal den ein oder anderen Spieler ausfindig machen. Ich weiß ja nicht genau, wie das hier abläuft. Das ist ja meine erste Saison gerade. Tim Walter von Hamburg hat sich ja auch nochmal die Schuhe gebunden. Will auch nochmal ein Spiel hier machen. Ja, dann bin ich gespannt gegen Mainz. Weiß gar nicht, wie wir da in der Hinrunde gespielt haben. Ich glaube, es könnte ein Unentschieden gewesen sein. Aber jetzt so im Hinterkopf, wenn man das nochmal, also ich persönlich nochmal Revue passieren lässt, wir hatten ja auch ein paar Spiele, da hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Bochum zum Beispiel gerade angesprochen. Oder wenn wir aus den letzten 5 Spielen vielleicht 2 gewonnen hätten. Oh, schöner Ball, schöner Ball. Dann wäre vielleicht doch noch was so in Richtung Platz 8 oder Platz 7 gegangen. Weiß man ja nicht, ne, ob es dann für die internationalen Plätze gereicht hätte. Aber gut, für Heidenheim, das wäre utopisch. Oder ist ja gar nicht vorzustellen. Im Pokal sind wir auch bis ins Viertelfinale gekommen. Also von daher war die Saison, glaube ich, schon ganz gut. Und das halt dann nochmal zu bestätigen, das ist halt die große Herausforderung. Das Ganze dann nochmal in der nächsten Saison hinzukriegen oder sogar noch ein bisschen besser. Aber warum nicht? Ich meine, wenn wir die Spieler dafür dann haben, wenn der Kader gut ist, warum sollen wir nicht dann Platz 10 oder so anpeilen oder Platz 9 oder sogar besser? Jetzt haben wir erstmal Dennis Tomalla mit der Führung. Motiviert vom Zuruf. Ich habe zwar nichts gesagt, aber wird gleich was kommen. Richtig schön gespielt hier, Gimba. Duziak direkt auf Florian Pick und dann zack, startet Tomalla durch. Gut, geht jetzt nicht während der Wiederholung, aber schönes Tor. So hätte das ruhig das ein oder andere Mal ja, mehr laufen sollen, auch gegen andere Mannschaften. Da fragt man sich dann halt immer, warum klappt es jetzt? Warum hat es vorher nicht geklappt? Aber
Gut. So ist es nun mal. Das ist Fußball. Fußball ist manchmal nicht zu erklären hier. Match-Momentum. Mainz am Anfang, dann wir. Jetzt kommt Mainz wieder so ein bisschen. Also schon eine verdiente Führung. Unterm Strich. Würde ich sagen. Mainz auch wieder mit der Fünferkette oder wie? Sieht so aus, ne? Dreier-Fünferkette. Und wieder Florian Pick. Piringer. Ah, der wollte schon durchstecken. Auf Tomalla, aber der hat es leider verpasst. Vielleicht jetzt Kosuki. Traoré, ja. Und da kommt Pick. Oh, es gibt Elfmeter. War das ein Stoß? Christian Dingert pfeift Elfmeter. Den habe ich jetzt sogar gesehen, den Stoß. Da habe ich diesmal drauf geachtet. Christian Dingert, oder? Ja, auch hier gibt es wieder einen Elfmeter. Jan-Niklas Beste ist nicht da. Also übernimmt es Schnellhardt. Und Schnellhardt macht den ganz souverän ins andere Eck. Sein erstes Tor, Fabian Schnellhardt. Der ist ja auch nur geliehen von Darmstadt. Der wird dann wieder in die zweite Liga gehen. Schön verladen. Anderes Eck. Wie gesagt, hier wird zu schnell auf Elfmeter entschieden. Da bleibe ich nach wie vor bei. Und so kannst du mal in die Halbzeit gehen. Also richtig, richtig starke Halbzeit bislang. XG-Wert von 1,2. Ich bin daher zufrieden. So, sah extrem begeistert aus. Jetzt zieht das auch noch durch. Ja, Dreifachwechsel zur Pause ist immer nicht so ein gutes Zeichen für die Mannschaft. Dann weiß es, ist nicht so viel richtig gelaufen. Vielleicht starten wir jetzt nochmal eine Siegesserie. Nach 5 Spielen in Folge ohne Sieg. Vielleicht jetzt 5 Spiele in Folge mit einem Sieg. Nochmal zum Abschluss. Wäre ja auch nicht schlecht. Dann wird es vielleicht doch noch für Platz 7 gefühlt reichen. Also hier scheint noch alles offen. Was die Platzierung angeht. So zwischen Platz 8 und Platz 12 ist für uns alles noch drin. Van den Berg, der sieht ganz schön groß aus, ey. Über 2 Meter. Innenverteidiger, Hanke Olsen. Gruda, das ist auch ein richtig guter. Thomas Müller, nee, ist es nicht, ne? Brian Gruda mit dem Anschluss. Das soll auch einer sein, der, glaube ich, in den nächsten Jahren das Spiel von Mainz bestimmen könnte. Ist, glaube ich, U21 Nationalspieler. Hat eine gute, feine Technik. Den muss ich mir gleich nochmal angucken. Und hier dieser T. Müller, ist ja nicht Thomas Müller, ne? Nee, wird nicht hier Thomas Müller sein, das ist hier eher hier Tim Müller. Okay, und dann haben wir noch, warte mal, einen wollte ich noch mal gucken, hier Gruda, offensives Mittelfeld. Warum ist das hier durchgestrichen? Weil er wechselt oder wie? Oder was ist hier? Erwartet die Chance, so halt sich langsam zu entwickeln und könnte sich in Zukunft Gelegenheiten in der ersten Mannschaft verdienen. Wäre eine sehr gute Verpflichtung. Gruda, 19 Jahre alt, der kann halt auch entweder rechts oder links spielen. Aber da haben wir ja Lemperle jetzt auf der Liste oder hoffentlich für uns verpflichtet. Ich habe die Bestätigung immer noch nicht so 100% bekommen. Und jetzt wird es natürlich doch noch mal ein bisschen heikel, weil wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Jetzt haben wir hier Keller. Okay, für Mainka. Schauen wir mal, was wird aus dem Kollegen. Wird noch mal ein bisschen haarig. Viper kommt rein, weiterer Stürmer. Also Mainz geht ein bisschen mehr Risiko jetzt. Können wir vielleicht ausnutzen. Kosuki, ja, mit links, warum nicht? Und Zentner. Mainz hat umgestellt, nämlich auf 5-2-1-2. Also jetzt mit 2 Stürmern wahrscheinlich vorne. Richter kommt auch nochmal rein. Oha. Richter auch ein sehr, sehr interessanter Mann wahrscheinlich, auch für uns. Oh, Robin Zentner verletzt. Und muss daher wahrscheinlich ausgewechselt werden, genau. Das ging jetzt auch ein bisschen zu schnell. Mainz kommt über Richter. Viper, Achtung. Auch ein sehr, sehr guter Stürmer. Oh Gott, an Freund und Feind vorbei. Nebel. Aber Mainz kommt, da ist Tom Kraus und Müller. Das war aber gerade eine heikle Situation. Ey. Wenn da einer rankommt, dann garantiere ich auch für nichts. Ey, oh, Schnellhardt. Zu einfacher Fehler. Jetzt schenken wir den Mainzern auch die Tore hier. Aber Nebel war im Abseits. Das sah fast nach Abseits aus. Okay. Hier gibt es gerade so viele Highlights. Ey. Ich würde gleich nochmal einmal auf Pause gerne drücken wollen. Damit ich mir nochmal die anderen Nachrichten durchlesen kann. Traoré, Kosuki. Es sieht so aus, als spielten sie jetzt ein bisschen offensiver. Ja, würde ich auch machen, wenn ich hinten liege. Das ist vielleicht unsere Chance doch nochmal. Halt. Dove da. Da nochmal was zu machen. Piringer. Kosuki nochmal. Piringer. Oh, Latte.
Die pure Qualität von Kozuki. So, halt, stopp. Jetzt lass mich mal gucken hier. Was habe ich denn hier alles verpasst? Viper, Gruber, ja, die anderen Nachrichten sind schon ein bisschen weiter zurück. Zentner ist ausgewechselt worden. Wer ist dafür rein? Burkhardt. Jonathan Michael Burkhardt. Nee, das ist aber nicht, Johnny. Was? Die haben Johnny Burkhardt ins Tor gestellt? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Scherz. Haben die keinen Ersatzkeeper? Moment mal gerade, zum Spiel zurück. Die haben jetzt nicht... Die haben Johnny Burkhardt ins Tor gestellt. Das ist ja ein Witz. Ach, das glaube ich doch nicht. Nein, dann müssten wir erst recht noch 3, 4 Tore machen. Aber geil, Mainz kommt einfach ohne Ersatzkeeper an. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Deswegen, Pick, schieß einfach drauf. Wir müssen einfach nur vors Tor irgendwie kommen. Aber wir schaffen es jetzt einfach nicht. Es steht kein Keeper im Tor quasi. Aber gut, wir haben auch schon andere Spieler gehabt, die auch Feldspieler sind und dann im Tor gestanden haben. Früher mal Jan Rosenthal für Hannover in Wolfsburg oder auch letztens, ich glaube letztes Jahr war das Giroud für den AC Mailand, als Mignon mit Rot vom Platz geflogen ist. Aber das ist ja die Höhe, ey, krass. Guck mal, vorne der Keeper, ne? Der Keeper ist mit vorne. Hier, Johnny Burkhardt als Keeper. Ich weiß nicht, ob das ein Fail ist oder was. Oder ob gleich der Ausgleich fällt, weil Burkhardt halt mit vorne ist. So, komm, das Tor ist leer. Da ist ein Burkhardt. Hä, wer ist denn jetzt im Tor? Haben sie doch nochmal gewechselt? Ich blick jetzt gar nicht mehr durch. Jetzt ist Viper im Tor. Ihr wollt mich doch verarschen, hä? Die wechseln einfach hin und her. Geil, Viper für Burkhardt. Hier darf jeder mal. Burkhardt hat das nicht gut gemacht. Jetzt darf Viper ins Tor. Die haben einfach keinen Keeper. Die haben halt einfach keinen Keeper. Burkhardt ist jetzt wieder vorne. Also ich muss da mal nachfragen bei Mainz. Das ist ja mit eines der kuriosesten Spiele hier. Mainz spielt einfach mit einem Feldspieler im Tor, obwohl die locker hätten noch einen Keeper einwechseln können. Naja, Dovedan, Pick ist da und das ist die Entscheidung. Jawohl. 2. Sieg in Folge. Gut, der Ball wäre auch reingegangen, wenn Mainz einen richtigen zweiten Keeper gehabt hätte. Aber ey, das Spiel will einen doch so ein bisschen auf den Arm nehmen. Also ich würde mir hier verarscht vorkommen als Trainer. Florian Pick hier, Viper weiß gar nicht, was er machen soll. Der hat wahrscheinlich noch kein einziges Spiel. Oder früher noch nie im Tor gestanden. Da gucke ich gleich mal nach im Mainzer Kader, ob die nicht noch einen zweiten Keeper mit hatten. Das kann ich gar nicht glauben. Ja, also mal no joke hier, ja. Viper mit dem Abstoß. Also wäre das doppelt bitter gewesen, wenn wir das hier nicht gewonnen hätten. Mit dem Hintergrundgedanken, dass die einen Feldspieler im Tor haben. Ja, Mainz stellt einfach einen Feldspieler ins Tor. Warum nicht? Kozuki, nochmal eine Flanke. Meloni, Traoré, das lassen wir jetzt so austrudeln. Vielleicht noch ein viertes, komm. Wie gesagt, es steht ein Feldspieler im Tor. Gut, über der Zeit. Spielschluss, 3-1 Sieg. 2. Sieg in Folge gegen Mainz. Also gegen eine Mannschaft, die ja ohne Keeper gespielt hat. Im Prinzip gute Arbeit hier von jedem. Das sorgt nochmal ein bisschen für gute Laune hier. Und bei Mainzer muss ich jetzt erstmal nachgucken. Ey, tut mir leid. Das lässt mir gar keine Ruhe. Also, die haben wirklich vorne Burkhardt. Zentner ist verletzt. So, haben die niemanden? Hier, die hatten doch Daniel Batz. Den haben die nicht mitgenommen. Die hatten keinen Keeper mit. Gegen uns. Also, so liest sich das jetzt hier. Für mich. Müller, Wilhelm. Ah, nee, hier muss ich ja gucken. Hier ist ja die Bank. Guck mal, die hatten hier im Tor den Lasse Ries. Der Ersatzkeeper. Den haben die nicht reingebracht. Der hat nicht gespielt. Dafür ziehen die lieber einen Burkhardt vor und einen Viper. Da weißt du doch als Keeper, du musst so scheiße sein eigentlich, wenn die lieber einen Feldspieler ins Tor stellen. Also, ganz, ganz kurios. Oder es war der Keeper und es war eine falsche Anzeige. Das kann ich aber nicht glauben. Hier. Mainz muss leiden, Viper spielt im Tor. Steht dazu irgendwas? Mainz erlitt eine 3-1-Niederlage, bei der man zu allem Übel gezwungen war, nach Zentners Verletzung Viper ins Tor zu stellen, da das Auswechselkontingent zu diesem Zeitpunkt bereits erschöpft war. Aha. Okay, jetzt haben wir auch den Grund dafür. Alles klar, ich nehme all meine Aufregung zurück. Der Keeper ist doch nicht so scheiße. Die hatten einfach schon zu oft gewechselt. Und deswegen konnten die, ja, den Keeper nicht mehr reinstellen. Naja, ist doof gelaufen, ne? Also, was will man machen? Freiburg hofft, die Qualifikation einzutüten. Fürs internationale Geschäft. Wir gucken jetzt nochmal auf die Tabelle drauf. Ne, wir warten nochmal den Spieltag ab. Ist ja gerade erst Samstag, wir hatten das Freitagsspiel, aber das ist gut. Wenn wir mit 2 Siegen aus dem Part hier noch rausgehen, dann vielleicht die letzten beiden Spiele auch noch gewinnen, dann wäre das nochmal ein schöner Schlussspurt, dann hätten wir alles rausgehauen, was geht. Da war gerade auch eine interessante Statistik, da gucke ich gerade nochmal drauf. Ich glaube, das war irgendwas mit Finanzen, bin ich der Meinung. Hier, nee, Transferausgaben. Da sind wir im Minus. Gut, 1,5 Millionen, aber die Bayern, oh, die haben 29 Millionen ausgegeben. Die kriegen das aber auch wieder rein.
Das ist ja der Unterschied zu Heidenheim zum Beispiel. Wir kriegen das ja nicht rein, dadurch, dass wir Meister geworden sind oder so, ne? So, Wilhelmsson, da sage ich jetzt auch mal Nein zu. Da finden wir sicherlich nochmal andere Leute oder aus unserer U19 oder U21. So, Freiburg gewinnt. Freiburg macht wahrscheinlich die Champions League klar. Frankfurt, ja, hat noch nicht gespielt. Wolfsburg gewinnt gegen Darmstadt. Also das ist, ja, gut, der Abstieg für Darmstadt. Und Stuttgart wird wahrscheinlich auch mit runtergehen. Das müssen wir auch mal ein bisschen im Auge behalten. Da sind, denke ich, auch ein paar Spieler, die keinen Vertrag haben für die zweite Liga. Da sind bestimmt einige dabei. Also wahrscheinlich die ganze Truppe. Girassi zum Beispiel. Oder was ist hier Verein interessiert von Al-Nassr? Also bevor der in die Wüste geht, dann soll er lieber nochmal bei uns 2 Jahre spielen. Aber den werden wir uns nicht leisten können. Ich gehe mal auf die Vertragsdetails. Der verdient 67.000 pro Woche. Das ist 6,7% vom gesamten oder vom Gehaltsbudget des ganzen Vereins. Gut, der hat natürlich noch Vertrag bis 2026. Gilt der aber auch für die zweite Liga, ist die Frage. Wenn nicht, dann haben wir da echt gute Chancen oder es wäre eine Möglichkeit. Warum denn nicht? Girassi in Heidenheim hätte irgendwie einen schönen Nebeneffekt. So, jetzt warten wir noch die Sonntagsspiele ab. Frankfurt spielt gegen Leverkusen, wir sind 10. Gut, eine Chance auf Platz 7 haben wir jetzt rechnerisch nicht mehr, aber wir können immerhin auf den 8. Platz kommen. Je höher man in der Tabelle kommt, ne, Platzierungsgeld und so weiter. Frankfurt gewinnt gegen Leverkusen. Schade. Und das ist halt doppelt bitter. Hätten wir die letzten Spiele nicht so verkackt, auf Deutsch gesagt, dann wären wir halt echt noch oben mit dabei. Freiburg spielt sicher in der Euroleague. Okay. Und genau, wir haben jetzt den Montag. Schauen wir nochmal kurz drauf. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall im nächsten Part rein. Dann machen wir dann die letzten beiden Spiele und so ein bisschen Saisonabschluss. Vielleicht blicken wir schon mal voraus auf die nächste Saison. Oh, es entscheidet sich zwischen Leipzig und Bayern. Wenn Leipzig jetzt verliert, dann wird das nochmal hier ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier, die spielen in der Conference League, ne? Ne, hier, Europa League. Ach so, es sind natürlich schon Spiele, aber die werden schon mal sicher für die Conference League gesichert, ne? Das ist dann hier UEFA Conference League, das ist die Euroleague, also Platz 3 ist ja nicht Euroleague, ne? Glaube ich, nee. Also würde ich jetzt mal so schätzen. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und ciao.